Leute, wir müssen reden. Ich habe mit vielen CIOs und Enterprise-Architekten und anderen Leuten, die in der IT Verantwortung übernehmen, schon mal gesprochen, was Low-Code ist. Und die sagen, ja, ist eine tolle Sache. In Business-Abteilungen bitteschön eine oder andere Sache machen. Hauptsache, da steht kein Schatten-IT und alles gut. Aber richtige Anwendungen für unsere Core-Systeme, für unsere andere komplexere Applikationen, dafür nutzen wir Low-Code nicht. Was bedeutet das? Ist es wirklich der richtige Ansatz? Ist es so, dass Low-Code tatsächlich nur für Citizen Developer ist? Wir müssen reden genau darüber. Wenn ich über Low-Code spreche, dem gegenüber steht High-Code. High-Code bedeutet, dass wir ganz normal Code schreiben, das ist traditionelle Entwicklung. Und Low-Code ist das, worüber ich auf diesem Kanal spreche, diese neue Paradigmen. Wenn man den Begriff Pro-Code verwendet, was ich auch ab und zu höre, dann ist es für mich schon mittlerweile ein Kampfbegriff. Man sagt Pro-Code und suggeriert dabei, dass gegenüber Low-Code eine professionelle Entwicklung, also Pro-Code, steht. Das ist mittlerweile nicht der Fall. Enterprise-Low-Code-Plattformen erlauben uns, große, komplexe Applikationen für Tausende von Anwendern mit großen Architekturen dahinter, mit Security-Anforderungen, mit alles drum und dran bauen, ohne dass da viel Code dabei entsteht, also mit dem Begriff Low-Code. Deswegen bitte das Thema Pro-Code vergessen. Low-Code, High-Code. Sehr schön. Zweite Thema, worüber ich sprechen will, ist No-Code. No-Code ist auch mittlerweile bei vielen No-Code-Plattformen als Kampfbegriff. Man suggeriert dabei, dass No-Code-Plattformen alles in der Plattform haben und suggeriert, dass, wenn das jetzt eine No-Code-Plattform ist, dann auf Low-Code wird sehr, sehr viel Code geschrieben. Und bei No-Code wird das gar kein Code geschrieben. Leute, in den komplexen Welt, in den Enterprise-Welt, gibt es immer Kleinigkeiten, gibt es immer Teile, die man mit Code besser macht. Es ist eine architektonische Entscheidung, wo man mit Out-of-the-Box-Methoden, die jetzt in der Plattform existieren, No-Code macht und dann Teile, die man erweitern muss. Und das ist normal. Also Low-Code ist eine goldene Mitte. Lass uns über Low-Code-Fähigkeiten sprechen. Versteht mir nicht falsch, Low-Code für Citizen Developer ist auch wichtig und richtig. Wenn wir in die Backlogs von großen Unternehmen schauen, da sehen wir sehr, sehr viele Aufgaben. Und sehr, sehr viele davon sind gar nicht erfasst. Wenn wir über Schatten-IT sprechen, über Legacy-IT, viele dieser Applikationen entsprechen modernen Anforderungen, zum Beispiel von DORA, von Vite und anderen, und müssen modernisiert werden. Wir haben zum Beispiel mit einem Kunden gesprochen, der tausende von Lotus Notes Applikationen hat. Und die muss man modernisieren. Und es gab schon bei uns Projekte, die genau das angegangen haben. Und bei diesen Projekten von tausenden Applikationen war am Ende nur 5-7% die Applikationen, die man mit Low-Code-Plattformen komplett neu entwickeln musste. Alle anderen waren Migration von Anwendungen, zum Beispiel zu SharePoint, oder einfach eine Applikation, die nur eine Datenbank hat und etwas als Frontend. Das war's. Dafür sind die Fähigkeiten von Citizen Developer komplett ausreichend. Aber für diese 5-7% war echt die Herausforderung dann mit Architekten, mit richtigen Entwicklern, darüber nachzudenken, wie man das macht. Wie ist die Architektur dahinter? Wie soll die Konzepte aussehen? Und dann komplett das vom Scratch entwickeln. Und dafür wurde Low-Code-Plattformen auch verwendet. Also man sieht, beides ist wichtig. Sowohl in die kleinen Applikationen zu gehen, weil das in Tausenden sind, als auch in eine größere Applikation. Und auch da hebt man sehr viel Potenzial, wenn man mit Low-Code wesentlich schneller angeht und das entwickelt in Bruchteil der Zeit, wie man das jetzt mit High-Code entwickeln würde. Bei diesen 5-7% der Applikationen handelt es sich um größere Applikationen. Und da sind schon ganz wichtige Themen, die dabei angedacht werden, die behandelt werden. Zum Beispiel Enterprise-Architektur. Wie passt die Applikation zu der
Architektur meines Unternehmens. Das ist doch ein wichtiges Thema. Darüber muss man Gedanken machen. Das Thema Wiederverwendbarkeit. Wie kann ich die Teile der Applikation, die ich entwickle, zum Beispiel eine Schnittstelle, die ich dann zu meinem internen System gebaut habe, dass ich die nur einmalig verwende, nur einmalig entwickle und dann wiederverwende an verschiedenen Stellen. Das Thema Migration in der Cloud. Wir müssen sehen, dass bei vielen Unternehmen nicht die Möglichkeit besteht und auch vielleicht nicht der Wunsch besteht, alles selbst in eigener On-Premises zu hosten. Die gehen in die Cloud. Nicht alle Applikationen können aber das. Wenn man mit Low-Code entwickelt, in allermeisten Fällen geht man dann damit in der Cloud. Und das ist auch eine wichtige Entscheidung. Das Thema Datenschutz, das Thema Sicherheit, das Thema Testbarkeit und Wartbarkeit, das sind alle Themen, wofür mein Entwickler-Mindset braucht. Und deswegen sage ich immer wieder in meinen Beratungen, dass Low-Code-Projekt auch ein IT-Projekt ist. Nicht immer braucht man ein komplettes IT-Team. Nicht immer braucht man viele Leute, die jetzt so ein Projekt machen. Aber selbst bei kleineren Applikationen kann man diese Sachen einmal zentral lösen und für ganz kleine Applikationen das an Citizen Developer verlagern. Aber bei größeren Applikationen, bei kritischen Sachen, da muss man genau hinschauen. Und da ist Entwickler-Mindset absolut unabdingbar. Ich bemühe mich stets, diesen Kanal zu verbessern. Bitte abonniere den Kanal und schreib mir in den Kommentaren, was du darüber denkst, wie ich den Kanal verbessern kann und was für Themen für dich interessant sind. Schreib bitte unbedingt in den Kommentaren, damit ich das aufgreifen kann. Vielen Dank. Diese Themen wie Enterprise-Architektur, Sicherheit, Datenschutz, die werden von Entwicklern bearbeitet. Da muss man auf sehr viel mehr aufpassen im Vergleich zu dem, was Citizen Developer leisten können. Enterprise Low-Code-Plattformen werden mittlerweile mehr und mehr damit verwendet, um jetzt größere Applikationen zu bauen. Applikationen, wo Hunderte von Tagen in Entwicklung reingesteckt werden müssen. Bei diesen Projekten, wo Budget in 6-, 7-stelligen Bereich in Euro liegt, da sehen wir Einsparungen in 20-40%. Es ist nicht so, wie das jetzt versprochen wird, 20-30-fache an Entwicklungsgeschwindigkeit. Das ist für die kleinen Anwendungen immer noch der Fall. Aber für größere Applikationen 20% kann auch ein erheblicher Betrag und erhebliche Zeiteinsparung betragen. Was wir aber auch sehen, und das darf nicht unterschätzt werden, ist die Art und Weise, wie Business und IT dann zusammenarbeiten. Die Agilität wird ganz anders gelebt. Darüber habe ich in einem Video gesprochen, was ist Scrum. Schaut bitte. Fazit. Mit Enterprise Low-Code Plattformen können Citizen Developer sehr stark profitieren. Die können endlich was entwickeln. Die können endlich eigene, einfache Applikationen bauen und dabei 10, 100-fach mal schneller sein. Aber auch für IT ist es ein großes Thema. Da kann man auch größere Effizienzgewinne erreichen. Wenn wir über Art und Weise, wie wir jetzt in der Zukunft IT machen wollen, genauer nachdenken, dann muss Enterprise Low-Code eine dritte Option im Vergleich zu Make-or-Buy-Entscheidungen einnehmen. Nämlich in dem Moment, wo wir etwas Fertiges haben, also eine Buy-Option haben, die nicht zu 100% passt, müssen wir genau überprüfen, wie hoch ist der Aufwand, diese Buy-Option an das Unternehmen anzupassen, beziehungsweise ob ich das wirklich dann nicht mein Unternehmen an die Applikation anpassen muss, das was oftmals schädlich ist. In diesem Moment muss ich darüber nachdenken, ob Enterprise Low-Code eine bessere Option ist. Oftmals ist es günstiger. Ich bin Alexei, bis zum nächsten Mal.